Also das Durchblicker Engineering Team arbeitet in unserem sehr netten Büro in der Wiener Innenstadt. Wir sind derzeit 10 Engineers, sind aufgeteilt in Subteams. Ein kleines Subteam kümmert sich um interne Infrastruktur und das restliche Team arbeitet gemeinsam mit unserem Product Owner an der technischen Plattform für unser Vergleichsportal. Dazu gehört alles von Frontend, Backend, Infrastrukturthemen, Schnittstellenthemen, die gesamte Technik. Wir sind Fullstack organisiert, das heißt, wir decken jeweils in den Teams die gesamten Disziplinen ab, Frontend, Backend, Security, Testing, Infrastruktur. Und jeder in dem Team hat natürlich so seine Stärken in den einzelnen Disziplinen, dort aber auch die Möglichkeit, dann in den anderen Disziplinen mitzuwirken oder sich auch weiterzuentwickeln. Wir arbeiten mit Scrum, angepasst an unsere Bedürfnisse. Wir nehmen sie dabei auch Elemente aus Kanban raus und schauen einfach auch laufend in den Retrospektiven, was kann man da noch verbessern, was passt einfach besser zu uns, wie können wir noch besser arbeiten. Ich glaube, das Besondere an unserem Team ist einmal die Größenordnung. Durchblicker ist jetzt kein Startup mehr, das ist jetzt auch kein ein etabliertes Unternehmen, auch kein Großkonzern, wo man jetzt nur in einem kleinen Rädchen quasi mitarbeitet von vielen, sondern bei uns hat man technisch die Möglichkeit, an dem Produkt gesamtheitlich mitzuarbeiten. Das macht es für viele sympathisch, das spricht auch viele an und das Coole dabei ist natürlich, ist ein Produkt auch mit Sinn. Wir helfen unseren Usern, Geld zu sparen. Ja, der Recruiting-Prozess läuft bei uns so ab, dass man als erstes ein kurzes Telefonat mit einer Kollegin aus dem Recruiting hat. Dann haben wir ein Treffen mit 1 bis 2 Engineers aus dem Team plus mir, wo wir sich einfach ausreichend Zeit nehmen für gegenseitiges Kennenlernen, menschlich wie fachlich. Und wir schauen einfach, ob das beidseitig ein guter Match ist. Danach gibt es ein Treffen und ein Kennenlernen mit den beiden Geschäftsführern und Gründern von Durchblicker. Dann bieten wir auch ein Mitte-Team an, wo man ganz informell die Möglichkeit hat, beim Café oder beim virtuellen Café das gesamte Team kennenzulernen. Auch das ist wichtig, wenn man sich jetzt für einen Job und für Durchblicker entscheidet. Ja, und dann sind wir an der Situation, an der Stelle, wo man sich füreinander entscheidet und das Vertragliche macht. Das Onboarding startet bei uns am Tag 1 mit einem gemeinsamen Welcome Breakfast. Die Arbeitsgeräte sind vorbereitet, hat dann danach Zeit, sich die vertraut zu machen mit der Entwicklungsumgebung, mit der ganzen Arbeitsumgebung. Und ja, dann startet das Onboarding-Programm. Wir haben da einen Plan aufgestellt, wo wir einfach strukturiert die verschiedenen Bereiche abdecken, die für jemand neu sind, der neu im Team startet. Dazu stellen wir auch einen Buddy zur Verfügung, der sich um das Mentoring kümmert, der auch die Vertrauensperson im Team ist, der quasi durch das Onboarding führt. Und durch Durchblicker Gesamt, durch teamübergreifende Formate wie Meet the Teams hat man auch die Möglichkeit in den ersten Wochen nicht nur das Engineering-Team, das IT-Team, sondern auch alle Unternehmensbereiche und die Personen auch gut kennenzulernen. Unser primärer Tech-Stack besteht aus JavaScript und TypeScript, JavaScript auch im Backend, React, Next.js und Node.js. Unsere Core-Services laufen als Container serverless in der Google Cloud-Plattform. Wir nutzen allgemein gerne Cloud-Technologie, einfach um die eigenen Aufwände so gering als möglich zu halten und natürlich auch die innovativen Möglichkeiten von Cloud-Technologien zu nutzen. Was haben wir für kommende Herausforderungen? Mit dem Teamwachstum wollen wir auch die Architektur gut schneiden, damit wir da einfach zum einen Technical Debt gut managen können mit neuer Feature-Entwicklung und zum anderen aber auch darauf schauen, dass wir auch weiterhin mit Wachstum schnell in der Umsetzung bleiben. Wir wollen als einen Teilaspekt davon auch die Lead Time for Change reduzieren. Das ist die durchschnittliche Zeit von einem Commit, von einem Source Code, bis dieser erfolgreich in Production läuft. Da ist wieder ein Aspekt die Testautomatisierung, wo wir die nächsten Schritte gehen können und den Grad der Testautomatisierung noch weiter erhöhen. Ja, und in diesem Bereich gibt es viele
viele spannende und interessante Möglichkeiten mitzuwirken. Den Security-Aspekt wollen wir auch nicht vernachlässigen und durch adäquate Maßnahmen auch hier dann laufend dran zu bleiben.